Servus miteinander. Heute gibt es ein kurzes Review und zwar zu dem neuen Modul von TBS. Das lag heute in der Post, verschickt worden ganz schnell von RC Hangar 15. Vielen Dank für die schnelle Versendung. Es war gestern, ist es wohl bei denen ins Lager gekommen. Heute ist es schon bei mir zu Hause auf dem Tisch. Und was das Modul so kann, wie es ausschaut und was alles in der Box mit drin ist, schauen wir uns in dem Video kurz an. Viel Spaß damit! Munich FPV. So, dann schauen wir uns das Modul mal an, beziehungsweise was in der Box drin ist. So, aufmachen und wir sehen das Modul. Einmal mit der Plastikabdeckung, die kann man ganz einfach aufmachen. Nehmen wir mal das Modul raus. Da haben wir zwei Flachbandkabel. Die Flachbandkabel brauchen wir für den Power Mod. Und zwar müsst ihr mit dem Stromadapter, Poweradapter, der hier mit dabei ist, in eure Brille mit einbauen. Da gibt es ein Video, ich glaube von TBS selber, das kann ich unten in der Beschreibung verlinken. Da müsst ihr ein bisschen was an eurer Brille basteln, ist aber super einfach. Zweimal einklickern auf den Adapter hier und ansonsten hier mit Micro-USB noch dran an dem Modul. Vorne das Display mit der Displayschutzfolie, so ein Powerknopf, so ein Menüknopf, Joystick und mit der tollen fancy Abdeckung in schwarz. Auf der Rückseite ist nichts Besonderes. Die Pins zum Einstecken in die Brille. Und dann schlage ich vor, stecken wir es in die Brille und packen es ab in den Test. So, Mahlzeit ihr Copterinos da draußen. Der zweite Test vom TBS Fusion Modul. Gestern habe ich ja schon gezeigt, was alles in der Box mit drin ist und wie man sich den Mod für die Fat Shark macht. Und heute werde ich jetzt hier im Parkhaus nochmal einen kleinen Test machen. Und zwar werde ich das Fusion Modul, so wie ich es jetzt hier aufgesetzt habe, ich habe jetzt noch keine zweite schöne Antenne mit einem 90 Grad Winkelstecker, die muss ich mir noch organisieren. Das sind zwei Antennen vom Antennenfreund, das sind die Propfräse. Und ich fliege mit meinem Beta 85 und den habe ich auf 25 mW eingestellt. Werde jetzt erstmal das Fusion-Modul testen, werde jetzt einfach mal ein bisschen die Reichweite testen, bis ganz hinterfliegen, um irgendwelche Ecken rumfliegen. Und im Anschluss werde ich dann nochmal mein altes Modul einbauen, das eSheen-Modul zusammen mit der Achilles-Firmware. Und nachher lege ich dann einfach die beiden Videos übereinander. Und dann schauen wir einfach mal, welches Video besser ist, wer vielleicht wo ein besseres Bild liefert und wer vielleicht irgendwo ein schlechteres Bild liefert. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Investition gelohnt hat in das neue Modul. Und ja, freue mich jetzt auf die ersten Testflüge mit dem neuen Modul. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, was passiert. Und los geht's. Also hier vorne. Das Bild noch sehr gut. Hier hinten. Einmal um den Klotz hier rum ist das Bild eigentlich immer noch sehr gut. Kann man gar nichts sagen. Ich fliege jetzt einfach mal hier vor mir rechts entlang bis ans Ende von der Tiefgarage. Draußen regnet es, also rausfliegen werde ich nicht. Und das Bild krisselt hier ein bisschen, aber es ist immer noch gut fliegbar. Schaue ich mal hier hinter dem Betonklotz hier noch. 25 mW und hier hinten ist das Bild wieder super sauber. Also sehr angenehm zu fliegen. Kann man nicht sagen. Hier an der Seite, das hört man vielleicht im Video, ist einer mit seinem Auto, mit seinem RC-Auto, der da die ganze Zeit seine Runden dreht. Schauen wir mal hier hinter diese Dinger hier. Ja, das Bild immer noch tippitoppi. Wie gesagt, wir sind auf 25 mW. Oh, jetzt wird es hier schon ein bisschen schlechter. Oh, hier ist nochmal sehr gut.
Und jetzt schauen wir mal hier dahinter. Wow, 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 da wird es jetzt. Ja. Das ist fliegbar, damit man wieder nach Hause kommt. Aber für einen Race oder so ist es jetzt nicht mehr so schön, hier hinten zu fliegen. Also hier hinten ist so ein bisschen der Benchmark vielleicht, wenn man mal schaut, ja, wie das Achilles-Modul hier hinten performt. Das ist irgendwie so ein bisschen. Also ich kann jetzt nicht genau daran ausmachen, woran es liegt, dass ich gutes Bild habe oder schlechtes Bild habe. Weil zwischendrin super gutes Bild, super klares Bild und auf einmal haut es wieder so ein Ding rein, ohne dass ich jetzt großartig hinter irgendeinem Betonklotz oder so fliege. Also ganz klar, der Benchmark liegt hier hinten, würde ich sagen. Hier ist das Bild nicht mehr gut fliegbar. Das geht hier noch. Aber jetzt geht es auch wieder. Das ist, glaube ich, die Diagonale, wo ich jetzt fast wieder durchschauen kann. Aber hier hinten wird es nicht mehr schön. Okay, dann gehe ich jetzt hier raus. Komme hier hinten zurück. Es scheint hier irgendwo scheine ich hier ein sehr gutes Bild zu haben. Ich glaube, das ist hier fast so eine Sichtdiagonale. Ja, also ganz klar. Ich fliege jetzt mal wieder zurück. Ganz klar. Da hinten in der Ecke wird mein Benchmark sein. Also da ganz hinten in der Ecke wird mein Benchmark sein, da habe ich jetzt schon gesehen. Da habe ich dann so gesagt, so, da würde ich jetzt nicht mehr unbedingt gerne fliegen wollen. Ich sehe auch, warum ich zwischendrin ein richtig gutes Bild hatte, weil, vielleicht sieht man es auf der Aufnahme, ich kann hier einmal direkt geradeaus durchschauen. Das war wahrscheinlich dann immer der Punkt, wo ich wieder gutes Bild hatte. So, Test Nummer 2. Ähnliches Antennen-Setup. Ich habe es, glaube ich, schon in dem Video erklärt und wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal ganz kurz. Ich bin vorher RP-SMA geflogen, warum auch immer, fragt mich nicht. Habe jetzt das TBS-Modul mit SMA bestellt, deswegen habe ich noch kein optimales Antennen-Setup. Das müsst ihr jetzt entschuldigen. Ansonsten ist das Setup jetzt hier sehr identisch. Es sind auch zweimal die Propfräse vom Antennenfreund, eine hier so schräg, eine nach oben raus. Der Unterschied ist, wie gesagt, RP-SMA, die anderen sind SMA. Und die anderen sind eigentlich die lange, das war diese Dragonfire Long Range Antenne, dürfte aber, glaube ich, keinen Unterschied machen. Ansonsten habe ich jetzt auch hier wieder den Beta, starte los, fliege einmal bis ganz hinter, schaue mir dann da hinten nochmal diese Ecke an. Das war ja, glaube ich, so der Benchmark, was ich gesagt hatte. Und ja, bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ob ich so weit komme oder ob irgendwas nicht hinhaut. Was mir auffällt, ist das Bild im Fusion. Ich bilde es mir ein, dass das Bild im Fusion schöner ist. Also das Bild an sich insgesamt. So, jetzt haben wir hier hinten auch ein leichtes Krisseln. Aber es ist auch alles immer noch absolut im Bereich des Fliegbaren. Geht auch noch, passt. Jetzt kommen wir hier mal zurück. Gehen wir hier mal entlang. Wie gesagt, hier drüben ist der Kollege mit seinem RCK. So, schauen wir hier dahinter. Und ich glaube, jetzt kommen wir in den Bereich, wo es spannend wird. Weil hier hat ja das andere Modul dann auch so seine Schwächen gehabt. So, hier nochmal sauberes Bild. Und hier hinten, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild ist fast noch fliegbar. Hier hinten. Also es liegt jetzt vielleicht an den Antennen, dass ich jetzt nicht die optimalsten Antennen an dem Fusion dran hatte. Aber ich finde, hier hinten ist das Bild fliegbarer als mit dem anderen Modul.
Zumindest ist es jetzt nicht gravierend schlechter. Oder ich habe mich an dieses geraschte Krischeln schon so gewöhnt, weil ich jetzt mit dem Modul schon so lange fliege. Der Bildaufbau ist irgendwie anders. Also beim Fusion bricht dann irgendwann das ganze Bild weg. Und hier habe ich halt einfach nur Störungen, die mich aber überhaupt nicht beim Fliegen behindern, beziehungsweise ist nicht so schlimm. Ja, hier hinten komme ich ohne Probleme durch. Komme ich bis hier vor. Ist alles ohne Probleme. Wie gesagt, vielleicht habe ich mich tatsächlich auch schon dran gewöhnt. Ja, hier war jetzt ein bisschen, wo ich sage, oh, das wäre schwierig geworden. Aber ansonsten, hier hat ja das Fusion echt Probleme gehabt. Ja, das ist manchmal ein bisschen lustig, wenn dieses Bild sich so von oben nach unten verschiebt. Also dafür, dass das Modul, ich glaube, 25 oder 30 Euro gekostet hat und die Lizenz für die Software nochmal 11 Euro, plus nochmal irgendwie 1 Euro für die Widerstände für den USD-Mod. Hier ein Modul für ein paar 40 Euro, sagen wir 50 Euro, was weniger als die Hälfte kostet als das TBS Fusion. Und aber meiner Meinung nach auf Augenhöhe performt. Also ich kann hier fliegen ohne Probleme, ohne überhaupt ein wirklich großes Problem zu haben. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Vertrauen in das TBS Fusion, aber also da wundert es mich echt. Also es wundert mich nicht, es freut mich, dass ich mit dem Achilles so ein geiles Bild habe. So, jetzt ist meine Batteriechen leer. Also ich bin sehr erstaunt. Gefühlt habe ich mit dem Achilles-Modul oder mit dem Ishin-Modul, mit der Achilles-Firmware drauf, besseren Empfang als mit dem TBS-Modul. Und dafür, dass das TBS-Modul 140 Euro, 135 Euro gekostet hat und das Ishin-Modul mit den ganzen Mods und alles 50 Euro, muss ich sagen, bin ich von dem TBS-Modul enttäuscht. Enttäuscht, nicht wirklich überzeugt. Ich baue jetzt nochmal um. Ich schaue mir das jetzt nochmal da hinten genau an. Wenn es irgendwie nochmal besser wird, lasse ich es euch wissen. Aber ansonsten sind die beiden tatsächlich auf Augenhöhe, wenn nicht das Ishin-Modul besser. Schade eigentlich. So, also ich kann es ja immer noch nicht glauben, dass das Fusion-Modul schlechter ist als das 50 Euro Budget Ishin Achilles-Modul. Vor allem, weil sie ja TBS geschrieben hat, dass es irgendwie in Zusammenarbeit mit Achilles produziert worden. Das heißt, irgendwie das OSD oder irgendwas ist von Achilles mit eingeflossen, von dem Entwickler von Achilles. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das schlechter ist. Also macht für mich keinen Sinn, vor allem wenn es halt doppelt so teuer ist oder mehr als doppelt so teuer und halt von TBS kommt. Ich meine, die wissen ja, was sie tun. Und nur die tolle Crossfire-Integration, dass ich, wenn ich meinen Kanal wechsle auf dem Modul, dass dann der Kopter sich gleich mitwechselt oder andersrum. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Funktioniert noch nicht, ist noch ein Feature, was kommen soll. Also wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich probiere es jetzt nochmal, ich fliege jetzt nochmal. Ich habe nochmal umgebaut. Ich schmeiße jetzt nochmal mein DVR an und düse jetzt nochmal dahinter. Weil ich es einfach irgendwie nicht glauben kann. Weil jetzt ist hier hinten Wind und vielleicht muss ich mich auch einfach an dieses Gekrischel im Bild gewöhnen.
Vielleicht ist einfach. Vielleicht ist das einfach das neue Bildstören. Und ich habe mich da noch nicht wirklich dran gewöhnt oder ich kenne es halt einfach noch nicht. So, jetzt fliegen wir nochmal hier hinter. Es ist schon fliegbar, es ist schon in Ordnung. So, jetzt ist nochmal sauber. Aber diese Dinger hier. Oh, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und hier hatte ich halt echt mit dem Achilles-Modul tipptopp Empfang hier hinten. Hier hinten rum, so rum. Da hatte ich tipptopp Empfang. Ich verstehe es auch nicht, weil ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen auf diese Antennenanzeige hochgeschielt und eigentlich haben schlagen beide Antennen fast voll aus. Also irgendwas. Vielleicht bin ich auch einfach ein schlechter Anwender. Aber hier, das ist unglaublich schlechtes Bild. Unglaublich schlecht. Also ich kann ja ahnen, was da ist, aber ich habe das Gefühl, ich muss mir das nachher im DVR nochmal anschauen, aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Achilles-Modul die Sicht da hinten viel besser war. Hier brauchen wir gar nicht fragen, ist alles gut. Gar keine Frage, hier ist super sauber. Aber hier hinten, hier, also wenn ich jetzt nicht wüsste, wie es hier hinten ausschaut, wüsste ich nicht, wo ich hinfliegen muss. Und das ist halt so eine Sache, die brauchst du nicht unbedingt.